Hallo, mein Name ist Alexandra Goretzky. In der Forschungsgruppe Molekulare Allergologie unter der Federführung von Dr. Stefan Schülke konnte ich schon während meiner Masterarbeit am Paul-Ehrlich-Institut mich damit beschäftigen, zu verstehen, wie Therapeutika gegen Birkenpollenallergie funktionieren. Dieses Forschungsthema konnte ich dann in meiner Doktorarbeit vertiefen. Gearbeitet haben wir mit einem sogenannten Fusionsprotein namens RFLA-BETV1. RFLA-BETV1 ist aus zwei Proteinen gentechnisch zusammengebaut. Zum einen Flagellin A, welches Bakterien zum Aufbau ihres Bewegungsapparats, der sogenannten Flagelle, brauchen. Es dient als aktivierendes Signal für Immunzellen, ist also ein sogenanntes Adjuvant. Das zweite Protein, BETV1, ist ein Allergen, welches hauptsächlich für die Auslösung von Birkenpollenallergien verantwortlich ist. Schon vor meiner Zeit am Institut konnte von der Arbeitsgruppe gezeigt werden, dass die vorbeugende Gabe von RFLA-BETV1 die Entstehung von Birkenpollenallergien im Mausmodell verhindern kann. Auch konnte gezeigt werden, dass eine bestimmte Immunzellart, sogenannte dendritische Zellen, für die reduzierte allergische Reaktion mitverantwortlich sind, indem sie einen entzündungshemmenden Botenstoff ausschütten, der Interleukin-10 oder IL-10 genannt wird. In unserer Forschung haben wir analysiert, ob es auch andere Immunzellen gibt, die IL-10 nach der Zugabe des Fusionsproteins ausschütten. Herausgefunden haben wir, dass die Zellen, die vorrangig dafür bekannt sind, Antikörper gegen Krankheitserreger zu produzieren, B-Zellen nach dem Kontakt mit dem Fusionsprotein ebenfalls IL-10 ausschütten. Deshalb haben wir uns in unserer Studie auf B-Zellen konzentriert. Innerhalb der Studie konnte dann gezeigt werden, dass aus der Maus isolierte B-Zellen durch das Fusionsprotein RFLA-BETV1 deutlich stärker aktiviert wurden als durch die beiden Einzelproteine. Die verstärkte Aktivierung der B-Zellen zeigte sich durch die Ausschüttung relativ hoher Mengen des entzündungshemmenden IL-10. Die Oberflächenstruktur der aktivierten B-Zellen veränderte sich auch. Sie unterdrückten allergenspezifische T-Zellen und begannen Antikörper zu produzieren, die unter anderem an das Birkenpollenprotein gebunden haben. Die Produktion unterschiedlicher Antikörpertypen mit verschiedenen Funktionen, sogenannter Isotypen, konnte sogar in Mäusen beobachtet werden. Dadurch, dass die Antikörper auch an das Birkenpollenprotein binden, nehmen wir an, dass die Antikörper in der Lage sind, die Birkenpollen abzufangen, noch bevor diese im Körper eine allergische Reaktion auslösen können. Wir hoffen mit unserer Forschung besser zu verstehen, wie Therapeutika zur Immuntherapie von Allergien funktionieren, die Antigen und Adjuvant in einem Molekül vereinen, damit diese in Zukunft sicher und effektiv angewendet werden können.